Herzlich willkommen im ersten Agroforstsystem des Gladbacher Hofs, einem Lehr- und Versuchsbetrieb der Justus-Liebig-Universität Gießen. Das Agroforstsystem wurde im Februar 2020 hier auf 3,5 Hektar Ackerland angelegt, um das Erosionsrisiko dieser Fläche zu reduzieren. Der konkrete Auslöser hierfür war ein Starkregenereignis im Juli 2018. Bei dem innerhalb von einer Stunde über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen. Die Folge waren starker Oberflächenabfluss und Erosion wertvollen Oberbodens. Auf den Flächen des Hofs und in hangabwärts gelegenen Bereichen entstanden schwere Schäden. Durch den Klimawandel ist zu erwarten, dass solche Extremereignisse in Zukunft vermehrt auftreten werden. Der seit Anfang der 80er Jahre ökologisch bewirtschaftete Gladbacher Hof befindet sich mit seinen 170 Hektar in Mittelgebirgslage. Einige der landwirtschaftlichen Flächen liegen in Hanglage. Um das Erosionsrisiko der am schwersten betroffenen Flächen zu verringern, sind wir dabei, Agroforstsysteme anzulegen. In Agroforstsystemen stehen Nutzbäume in landwirtschaftlichen Flächen. Neben dem Erosionsschutz gibt es noch viele weitere Ökosystemdienstleistungen von Agroforstsystemen. Zum Beispiel eine erhöhte Artenvielfalt, Klimaschutz durch Kohlenstoffspeicherung und eine Erhöhung der Flächenproduktivität. In unserem Agroforstsystem wechseln sich 18 Meter breite Acker mit 3 Meter breiten Baumstreifen ab. 3 der Baumstreifen stellen die in Deutschland verbreitetsten modernen Agroforstsysteme dar. Linie 2 mit Pappeln, welche im Abstand von 1 Meter per Steckholz gesetzt wurden. Linie 4 mit Apfelbäumen im Abstand von 12 Metern und Linie 6 mit Wertholzbäumen ebenfalls im Abstand von 12 Metern. Dazwischen liegen kombinierte Baumstreifen, in welchen alle der bereits genannten Baumarten sowie Sträucher stehen. Der Aufbau dieses von den Arbeiten von Ernst Götsch inspirierten sogenannten sukzessionalen Agroforstsystems sieht folgendermaßen aus. Die Apfelbäume stehen auch hier im Abstand von 12 Metern. Zwischen 2 Apfelbäumen steht jeweils ein Wertholzbaum. Die Zwischenräume sind in 1 Meter Abstand mit Pappeln und Holundersträucher bepflanzt. Im Lauf der nächsten Jahre sollen 3 Etagen entstehen. Ganz oben die Wertholzbäume, in der Mitte die Apfelbäume und unten die Holundersträucher. Rechts und links der Baumlinien wächst eine Kleegras-Leguminosen-Mischung, die als Pufferstreifen zur Ackerkultur dient. Die Ackerflächen zwischen den Baumreihen werden im 8-jährigen Fruchtfolgerhythmus des Gladbacher Hofs bewirtschaftet. Aktuell wächst hier der Winterweizen, der nach der Ackerbohne eingesät wurde. Im Rahmen des vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz finanzierten Projekts Agroforstsysteme Hessen werden wir in den kommenden 2 Jahren 2 weitere Agroforstsysteme hier auf dem Gladbacher Hof anlegen und ihre Entwicklung mit umfangreicher Forschung von Anfang an begleiten. Die Feldforschung umfasst unter anderem Ertragserhebungen der Ackerkulturen sowie den oberirdischen Biomassezuwachs der Bäume, Bodenuntersuchungen bis in 1 Meter Tiefe zur Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffbalance und mikrobieller Diversität und Aktivität, sowie Untersuchungen zum Wasserhaushalt. Die meisten Beprobungen werden im Transekt durchgeführt. Dieses erstreckt sich von der Baumlinie hin zur Ackermitte. Die im Frühjahr 2020 durchgeführte Inventurbeprobung des Agroforstsystems umfasste Bodenparameter wie organischen Kohlenstoff, pH-Wert, mikrobielle Biomasse sowie Wasserinfiltrationsmessungen. Sie dient als Basis für alle weiteren Untersuchungen, die in diesem Langzeitversuch folgen werden. Aufgrund der Pandemie mussten die Ökofeldtage für dieses Jahr leider abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir dieses Großereignis im Jahr 2022 durchführen können und auch einige von Ihnen hier im Agroforstsystem auf dem Gladbacher Hof willkommen heißen dürfen.